Wir müssen noch mal über die langen Shorts reden. Letztes Mal kamen mir zu viele Nachfragen, daher nochmal zum Mitschreiben. Nur weil ein Produkt launcht, heißt das nicht, dass alle Creator sofort Zugriff haben, sondern es ist ein Prozess, der Wochen oder auch Monate dauern kann. Der aktuelle Zeitplan vom YouTube Liaison, also praktisch von der Verbindungsposition zwischen Community und YouTube, der sieht wie folgt aus. Im Laufe der letzten Woche erfolgte die technische Umstellung auf der Serverseite, dass die neu hochgeladenen vertikalen und quadratischen Videos unter 3 Minuten als Shorts klassifiziert werden. Das hat auch soweit geklappt. Die langen Shorts können aber weiterhin als Videos im YouTube Studio angezeigt werden, weil das YouTube Studio anders programmiert ist als die Technik, die dahinter steht. Lange Shorts werden noch nicht im Shorts-Feed angezeigt. Das habe ich damit gesagt. Ne? Das passiert noch nicht. Das dauert noch. Bis zum Ende nächster Woche werden wir dann die ersten Shorts im Shorts-Feed sehen. Die ersten Shorts heißt, es werden nicht alle sein. Und es wird auch nicht so sein, dass da von vornherein richtig Randale in den Aufrufen ist, sondern das wird dauern. Ne? Bitte denkt daran, der Empfehlungsalgorithmus muss sich jetzt erstmal umstellen von maximal 60 Sekunden auf maximal 180 Sekunden. Das wird dauern. Dann, der nächste Schritt in diesem Zeitplan ist Ende November. Ende November sollen die langen Shorts dann auch im Shorts Shelf im Subfeed, also in eurem Abo-Feed, dargestellt werden oder auf Kanalseiten im Shorts-Tab. Und das ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo das YouTube Studio umstellt. Das heißt, bis Ende November kann es sein, dass die 3-Minuten-Shorts als Videos angezeigt werden, technisch gesehen aber schon Shorts sind. Das ist verwirrend, weiß ich, aber bitte entspannt, es passiert nichts, ihr habt alles richtig gemacht. Gut, dann das Shorts-Erstellungstool oder das Shorts-Creation-Tool, wie es im Englischen heißt, in der YouTube-App wird im ersten Quartal 2025 angepasst, sodass ihr dann erst die 3-Minuten-Shorts erstellen könnt. Auch hier bitte, es dauert, das erste Quartal sind 3 Monate, das ist eine lange Zeit, das kann alles drin passieren und das kann sich auch immer noch mal wieder verschieben oder verändern. Gut. Die Infos, die ich euch gerade gegeben habe, sind die aktuellsten Infos, die wir haben vom 18. Oktober. Ich wollte September sagen, aber wir haben ja schon Oktober. Launches können sich unvorhergesehen verändern oder verschieben. Sprich, wenn wir einen Launch haben und ihr nicht am selben Tag oder am nächsten Tag Zugriff habt, dann ist das kein Grund zur Panik. Ne? Ihr braucht nicht in meine DMs kommen, also in meine Privatnachrichten und sagen, oh, es funktioniert alles nicht, sondern entspannt. Wenn es irgendwas dazu zu sagen gibt, sage ich es in der nächsten Folge vom Patreon Down. Gar kein Thema. Ne? Lasst es entspannt angehen. Der Kram braucht eh noch, bis es korrekt angezeigt wird. Ihr könnt damit gerne schon mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber das ist etwas, wo ich sagen würde, ne, gucken wir mal in 2025, dass man so langsam die Kurve zieht zu längeren Shorts. Bis dahin. Entspannt. Gut. Wo wir gerade bei begrenzter Reichweite sind, ne, bitte beachtet, dass lange Shorts rechtlich unsicherer sind als normale Shorts. Und YouTube wird sich, um sich selbst zu schützen und um euch vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen, diese global sperren, wenn urheberrechtliches Material erkannt wird. Ihr bekommt zwar keinen Strike, weil YouTube es verkackt hat, sich um die Lizenzen zu kümmern. Das ist schon mal wichtig. Aber ihr bekommt halt auch keine Aufrufe, weil das Ding blockiert wird. Hilft euch also nichts. Ne? Bitte, bis YouTube sich mit den Rechteinhabern einig ist, ist es deren Aufgabe zu verhindern, dass Inhalte, die urheberrechtlich geschützte Anteile haben, Reichweite bekommen bzw. verbreitet werden. Das heißt, die werden nicht ausgespielt. Wichtig. Gut. Bleiben wir bei den Shorts. Ihr könnt jetzt mehr als einen Entwurf speichern im Shorts Creation Tool. Das ist eine ganz nette Geschichte. Das heißt, wenn ihr jetzt das Shorts Erstellungstool in eurer YouTube-App öffnet, dann könnt ihr euch einen Entwurf auswählen, an dem ihr weiterarbeiten wollt und müsst praktisch nicht euren bisherigen Entwurf verwerfen, um einen neuen Short zu createn, sondern könnt einfach praktisch noch einen weiteren beiseite legen und da später dran arbeiten, wenn ihr da Bock drauf habt. Finde ich, ist eine ganz nette Geschichte. Dann gibt es noch ein kleines Paritätsupdate. Parität heißt immer, 2 Dinge werden angeglichen. Das Hinweisfeld für Produktplatzierungen kann jetzt sowohl für Shorts als auch für Videos sowohl aus dem YouTube Studio Desktop als auch von der YouTube Studio Mobile App aktiviert bzw. deaktiviert werden. Das ist nett, kann man auch mal von unterwegs machen, falls man das vergessen hat. Deswegen sehr, sehr sinnvolle Geschichte. Ich glaube, dazu müssen wir auch nochmal ein komplettes Video machen, wie denn eigentlich gerade so der Stand der Dinge von den Landesmedienanstalten bezüglich Produktplatzierungen ist. Als nächstes müssen wir über Mitgliedschaften reden.
Wenn ihr das erste Mal Mitgliedschaften für euren Kanal aktiviert und das über das YouTube Studio Mobile macht, war es bisher so, dass ihr die Abzeichen, wie lange bereits jemand Mitglied ist und die Emotes für den Live-Chat separat hochladen musstet. Das ist jetzt in diesem Erstellungsprozess für Mitgliedschaften mit drin. Ist eine ganz nette Geschichte und vor allem für die Creator sinnvoll, die natürlich Mobile First bzw. Mobile Only unterwegs sind. Außerdem werden Memberships 5 Jahre alt. 2019 war der offizielle Launch. Entsprechend gibt es jetzt auch ein Membership-Abzeichen-Update, wie lange jemand dabei ist. Und zwar, das 5-Jahres-Abzeichen ist bereits verfügbar, kann von euch hochgeladen werden im YouTube Studio. Ganz normal, wo man das immer macht. Und weil ja einige Menschen schon vorher Zugriff auf die Mitgliedschaften in der Beta hatten, gibt es jetzt bald auch das 6-Jahres-Update. Finde ich, ist eine ganz sinnvolle Geschichte. Nicht, dass das reichen würde, denn unser lieber Gnome, der hier auch hin und wieder kommentiert, ist schon 7 Jahre bei Defender 8.3 dabei. Und an der Stelle nochmal dickes Dankeschön, weil das ist schon echt crazy Support. Gut. Zu guter Letzt geht es um die letzte Woche angekündigte Umfrage. Ich hatte schon sehr viel Feedback bekommen von euch. Ihr habt tolle Ideen eingereicht und die müssen wir natürlich jetzt ranken, weil nicht alles es auf diese Präsentationsfolie schaffen wird. Das heißt, ich habe unten in der Videobeschreibung 2 Links drin stehen. Einmal die englische Umfrage und einmal die deutsche Umfrage. Je nachdem, welche euch lieber ist, könnt ihr euch natürlich aussuchen. Und ganz wichtig, die englische Umfrage ist ein bisschen umfangreicher, denn da geht es auch noch um den YouTube Gaming Discord, welche Ressourcen ihr da gerne hättet, um noch besser Creator sein zu können. Ja, könnt ihr mir auch gerne Feedback geben. Ansonsten eine Antwort pro Person wäre mir lieb und ja, wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder um YouTube-Updates geht. Bis dahin macht's gut und haut rein.